Also was ganz spannend ist in der App, ich habe mit einem Fingerklick, mit einem Login sehe ich alle meine Konten, alle meine Depots, alle meine Karten der Deutschen Bank und nicht nur der Deutschen Bank, sondern auch von aggregierten Banken. Und das Tolle ist auch, du kannst Verträge, die du nicht mehr benötigst, direkt über die App kündigen. Jetzt wäre es noch richtig cool, wenn ich auch direkt die Zählernummer hier aus dem Verwendungszweck übernehmen könnte. Steht die bei dir drin oder was? Ich glaube schon. Der Unterschied zwischen der Deutschen Bank und großen Internetfirmen, sei es aus Amerika oder Asien, ist, dass wir unsere Kundendaten nicht an Dritte weitergeben. Weder für werbliche Zwecke noch für die Entwicklung anderer Produkte. Wir investieren, wie wahrscheinlich kaum eine andere Industrie, in das Thema Datensicherheit. Wir haben sehr viel investiert als Bank in den letzten Jahren in diesen Bereichen, weil Grundlage des Bankgeschäfts ist Vertrauen. Als Bank hat man natürlich erstmal die ganzen Daten rund um die Person, Name, Wohnort, Einkommens- und Vermögensdaten, Informationen über das Kaufverhalten. Wie kann ich Daten noch intelligenter verknüpfen? Wie kann ich gewisse Verhaltensmuster erkennen? Wie kann ich mich zum richtigen Zeitpunkt mit der richtigen Information beim Kunden kümmern? Und wichtig ist auch dabei, wenn ich über Produkte spreche, dass ich nicht immer nur über klassische Produkte spreche, sprich, das ist der Privatkredit, das ist die Baufinanzierung, sondern viel stärker der Servicegedanke in den Vordergrund rückt. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass die Services die eigentlichen Produkte werden. Die Services sind das, mit dem man sich differenzieren kann. Ein Phänomen, was man gerade in der Finanzdienstleistungsindustrie die letzten Jahre gesehen hat, dass Fintech-Gründer auf der Suche nach einem Produkt waren, das Produkt nicht gefunden haben und das dann quasi zum Mittelpunkt ihres Geschäftsmodells gemacht haben. Ideen hat man selten exklusiv, sondern Ideen kommen aus dem Dialog, aus den Diskussionen mit Dritten. Das ist der Finanzguru, der freundliche Finanzhelfer. Um die App nutzen zu können, muss ich jetzt auf Los geht's klicken, anschließend den Zugangsschutz aktivieren. Ich glaube, dass jeder Kunde heutzutage nach Bequemlichkeit sucht und eigentlich heute alles in Echtzeit haben will und alles irgendwie im Hintergrund einen Helfer haben möchte. So, jetzt gehen wir Es geht darum, zu schauen, wo innerhalb dieser Bankdaten versteckt sich ein Vertrag, der zu teuer ist oder zu schlecht ist von den Konditionen her für den Kunden. Das Geschäftspotenzial aus den Daten ist eigentlich die Frage nach dem Geschäftspotenzial, wenn ich meinen Kunden kenne oder nicht. Wenn ich keine Daten habe, dann kenne ich meinen Kunden nicht und dann ist mein Geschäftspotenzial null. Die Frage, die aber eigentlich sich dahinter verbirgt, das ist die zentrale, und zwar die strategische Frage, wie sieht denn mein Geschäftsmodell im digitalen Zeitalter aus, in der Plattformökonomie, die ja nun gerade auf den Daten entsprechend dann beruht. Und da steht nicht weniger in Frage, als will ich denn selbst eine Plattform betreiben oder werde ich Infrastrukturanbieter und Produktlieferant? Also es macht Spaß, die App zu benutzen. Und das war eins unserer Ziele, weil per se ist Banking und tägliche Bankgeschäfte ja schon ein bisschen langweilig. Wir möchten den Kunden mit der Zusammenführung ihrer Daten, ihrer finanziellen Daten zu einem Financial Home, zu einer neuen Schnittstelle, einfach das finanzielle Leben vereinfachen. Das machen wir unter anderem, indem wir dem Kunden anbieten, dass er alle seine Konten, alle seine Karten, alle seine Depots bei uns aggregieren kann. Das heißt, er muss sich nur noch einmal einloggen, um in Realtime einen Gesamtüberblick über seine Finanzen zu bekommen. Das heißt, wir liefern erstmal dem Kunden eine einfache Transparenz seiner gesamten finanziellen Situation. Wenn ich heute in die Finanzdienstleistungsindustrie schaue, ist es bereits so, dass mehr als die Hälfte der Wertschöpfung auf der auf der Vertriebsseite stattfindet. Und parallel ist davon auszugehen, dass auch die Datenökonomie, das Plattformgeschäft zu einer Konsolidierung in der Industrie führen wird. Insofern reden wir nicht darüber, ob man dann 1-2% schneller wächst, wenn man das macht, sondern am Ende ist es die Frage, ob man zu den Gewinnern gehört, ob man die Industrie gestaltet oder ob man von Dritten gestaltet wird.